Hallo liebe Häkelfreunde, heute habe ich diese herzige Babyhose für euch gemacht, einmal für Jungs und einmal für Mädchen. Ihr könnt sie in 3 verschiedenen Größen nachhäkeln und ich wünsche euch ganz viel Freude damit. Für diese Babyhose nehme ich die Happy Kitty Anti-Pilling von Gründel. So ein Knäuel hat 100 Gramm und 250 Meter Lauflänge und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4 und ich beginne mit einer Anfangsschlinge. Häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe mir das Ganze so herum, dass ich hier in die erste Luftmasche wieder einstechen kann und beide Fäden erwische. Also einfach einmal umdrehen, hier einstechen, den Faden durchholen, zunächst eine Luftmasche häkeln und dann die restlichen beiden abmaschen. Wieder in den Querfaden einstechen, Faden durchholen, eine Luftmasche häkeln und dann die beiden restlichen Fäden abmaschen. Das ist ein elastischer Anschlag, also immer in den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, einen Faden abmaschen und dann die restlichen beiden. In den Querfaden einstechen, Faden durchholen. Zunächst häkeln wir die Luftmasche und dann sozusagen die feste Masche. Und für die Größe 74/80 mache ich das, bis ich ungefähr 60 cm habe. Hier seht ihr die Maschen, die wir nachher behäkeln können, und die Maschenzahl ist an und für sich egal. Wir brauchen ca. 60 cm und es sollte eine gerade Maschenzahl sein, damit wir die Arbeit nachher gut teilen können, wenn wir zu den Hosenbeinen kommen. Und jetzt häkle ich 60 cm. So weiter und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 60 cm erreicht. Bei mir sind das 92 solche Maschen. Gezählt habe ich sie hier, wo wir dann häkeln. Und jetzt drehe ich mir das Ganze so, dass sich das Ganze nicht verdreht, also so zusammen, dass die Fäden unten hängen, und schließe in die erste feste Masche hier oben in den Kopf der ersten Masche zur Runde. Das hier unten wird später vernäht. Und jetzt häkle ich eine Luftmasche und gleich in die allererste Einstichstelle eine feste Masche und häkle auf jede Masche, die wir haben, eine feste Masche drauf. Und das mache ich, bis ich wieder hier ankomme. Und da sehen wir uns dann wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe 92 feste Maschen gemacht. Ihr seht, das ist bei mir auch so, dass das wird erst am Ende dann
schön hingenäht. Und in der ersten Runde noch darauf achten, dass es sich nicht verdreht und wieder mit einer Kettmasche schließen, und zwar hier oben in den Kopf der festen Masche, und dann häkeln wir noch eine Reihe feste Maschen. Ich beginne immer mit einer Luftmasche und mache gleich in die allererste Masche eine feste Masche und häkle wieder 92 feste Maschen, und wir sehen uns am runden Ende wieder. Ach ja, und ich wollte noch darauf hinweisen, ich mache die festen Maschen so, ich ziehe immer den Faden ein bisschen herauf, sodass die Masche Platz hat, also nicht hier unten schon sofort abmaschen, sonst werden die winzig klein, sondern ich hole immer den Faden ein bisschen herauf und häkle dann die feste Masche, so dass es schöne Maschen werden. Und wenn ich rundherum gekommen bin, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen und schließe wieder oben in den Kopf der ersten festen Masche zur Runde, häkle eine Luftmasche und eine feste Masche in die erste Einstichstelle und noch eine zweite daneben, häkle dann 2 Luftmaschen, lasse 2 feste Maschen aus und in die dritte häkle ich wieder eine feste Masche. Durch diese Öffnung können wir später das Gummiband einziehen. Und jetzt häkle ich wieder rundherum lauter feste Maschen, und wir sehen uns am runden Ende wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, schließe wieder zur Runde mit einer Kettmasche, häkle wieder feste Maschen bis zu unserem Knopfloch sozusagen. Hier häkle ich 2 feste Maschen in die Lücke hinein, und dann geht es wieder weiter mit festen Maschen bis zum runden Ende, und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen, schließe wieder zur Runde mit einer Kettmasche, und jetzt häkle ich weitere Runden in festen Maschen, bis das Bündchen 4 cm breit ist. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Also einfach genauso weiter häkeln wie bisher auch. Und wir brauchen 4 cm Breite, und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 4 cm erreicht. Ohne die Anschlagreihe habe ich jetzt 8 Reihen mit festen Maschen. Und jetzt, ich habe zur Runde geschlossen, wie immer, häkle jetzt eine Luftmasche und suche mir hier diesen Faden, wo wir das Teil begonnen haben, steche zunächst hier oben in die Masche ein, in die erste wie immer, und dann unten in diese erste Masche gleich neben dem Faden steche ich durch, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Nehme die zweite Masche und hier hinten ebenfalls, hole den Faden durch, häkle eine feste Masche, und so schließe ich diesen Bund Masche für Masche,
und achtet darauf, dass ihr am Ende wieder dieselbe Maschenzahl habt wie vorhin. Bei mir sind das 92. Das Ganze sieht dann so aus und das machen wir die ganze Runde so und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen. Hinten sieht das so aus. Ich bin wieder beim Faden angekommen. Mit dem macht ihr das dann am Ende schön zu noch. Und jetzt schließe ich wieder in die erste feste Masche zur Runde. Beginne wieder mit einer Luftmasche und häkle jetzt in halben Stäbchen weiter. Also ich hole einen Umschlag, fange immer hier in der allerersten Masche an, hole den Faden durch und auch hier ziehe ich den etwas länger und masche alle 3 Fäden gemeinsam ab. Und das mache ich jetzt die ganze Runde so. Und ab der zweiten Runde mache ich dann den runden Übergang etwas anders, als ihr es vielleicht kennt, weil ich einen senkrechten runden Übergang haben möchte und ich zeige euch dann, wie das geht. Jetzt häkeln wir zunächst einmal diese erste Runde und am Ende der Runde sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 92 halbe Stäbchen gemacht und in dieser ersten Runde schließe ich noch ganz normal, nämlich in den Kopf des ersten halben Stäbchens, also hier oben, der waagrecht verläuft. Mit einer Kettmasche häkle immer am Anfang eine Luftmasche und gleich in dieselbe Einstichstelle das erste halbe Stäbchen. Und wie gesagt, ich ziehe den Faden immer ein bisschen herauf, damit jede Masche ihren Platz hat. Und wie gesagt, ab dieser Runde und in allen weiteren schließe ich etwas anders. Aber das zeige ich euch gleich, wenn ich rundherum gekommen bin. Bis dann. Willkommen zurück. Ich habe wieder 92 halbe Stäbchen gemacht und wie gesagt, ab jetzt mache ich den runden Übergang etwas anders, weil ich einen geraden runden Übergang erreichen möchte. Und zwar mache ich das so, ich häkle jetzt hier in diese kleine Öffnung, also das ist eigentlich keine Masche mehr, sondern so zwischen dem Übergang, also in diese kleine Masche hier oder Öffnung, ein weiteres halbes Stäbchen, ein zusätzliches und schließe jetzt nicht in das erste halbe Stäbchen, also nicht in den ersten Maschenkopf, sondern in den zweiten mit einer Kettmasche. Starte wieder mit einer Luftmasche und häkle jetzt gleich wieder in die erste Masche ein halbes Stäbchen und ich häkle wieder bis zum runden Ende und da zeige ich euch das noch einmal. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und ich zeige euch das noch einmal. Hier in diese kleine Öffnung, hier häkle ich ein zusätzliches halbes Stäbchen und lasse diesen ersten Maschenkopf aus und schließe in den zweiten Maschenkopf. Und dadurch wird diese Naht hier, die entsteht gerade. Die Maschenzahl bleibt aber trotzdem unverändert. Ihr könnt das kontrollieren, wenn ihr einfach ein paar Runden lang mitzählt.
bis ihr ganz heraus habt, wie das geht. Und jetzt häkle ich in Runden weiter, in halben Stäbchen. Und für die Größe 74,80 mache ich insgesamt, also vom Anfang an inklusive Bund, circa 19 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch unten hin. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt insgesamt 19 cm gehäkelt. Bei mir sind es 21,5 Stäbchen und ihr seht, der Rundenübergang ist annähernd senkrecht. Er geht ganz leicht nach links. Das ist normal. Wenn wir es anders gemacht hätten, wäre er aber sehr stark nach rechts verlaufen. So wird es annähernd gerade und sobald die Hosenbeine dran sind, sieht man das praktisch nicht mehr. Und jetzt teilen wir die Hosenbeine ab und dazu beginnen wir ganz wie gewohnt mit einer Luftmasche und einem halben Stäbchen und wir häkeln jetzt die Hälfte der Maschen ab, also in meinem Fall 46. Ich hatte ja 92 vorhin, geteilt durch 2 sind 46 und bei euch eben die Hälfte. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe über die Hälfte der Maschen halbe Stäbchen gemacht. Das sieht so aus und jetzt schließen wir hier zur Runde. Und hier schließe ich noch ganz normal in den ersten Maschenkopf, also in das erste halbe Stäbchen, starte wieder mit einer Luftmasche und häkle wieder halbe Stäbchen, bis wir wieder rundherum gekommen sind. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder rundherum gekommen und ab hier mache ich es genau gleich wie beim Hosenleib. Ich mache ein zusätzliches halbes Stäbchen hier in diese kleine Öffnung hinein und schließe nicht in den ersten, sondern in den zweiten Maschenkopf. Und jetzt häkle ich das Hosenbein hinunter und zwar für die Jungs macht ihr 15 cm, also das Hosenbein für Größe 74,80 15 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin. Und für die Mädchen macht ihr für Größe 74,80 9 cm. Auch hier schreibe ich euch die abweichenden Angaben unten hin. Bei den Jungs ist dann nach 15 cm das Hosenbein lang genug und kann beendet werden. Bei den Mädchen kommt dann noch ein kleines Highlight. Und wenn ihr soweit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das Hosenbein bei den Jungs 15 cm hinuntergehäkelt. Hier können wir jetzt die Arbeit beenden. Dazu häkle ich immer noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Das zweite Hosenbein machen wir später. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich die Mädchenvariante gemacht habe. Dazu habe ich das Höschen schon so weit vorbereitet. Und was ich euch noch zeigen wollte, bei diesem Höschen habe ich den runden Übergang anders gemacht, also immer ins erste halbe Stäbchen geschlossen und ihr seht, der verläuft dann schräg.
Es ist egal, welche Methode man bevorzugt. Ich finde diese hier mit dem geraden runden Übergang schön. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und bleibt euch überlassen. Jetzt zeige ich euch, wie ich hier dieses kleine Highlight eingebaut habe. Ich habe also hier 9 cm gehäkelt und jetzt ziehe ich den Faden etwas länger, hole einen Umschlag, steche in die erste Einstichstelle ein, hole den Faden herauf, hole noch einen Umschlag, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden herauf, Masche alle gemeinsam ab und diese erste Noppe beschließe ich mit einer extra Masche und dann kommt noch eine Luftmasche. Dann lasse ich das nächste halbe Stäbchen aus und häkle eine Dreiernoppe. Ich steche also ins übernächste Stäbchen ein, hole den Faden durch, ein Umschlag, hole den Faden ein zweites Mal durch, ein Umschlag und ein drittes Mal, Masche alle gemeinsam ab, 2 bleiben auf der Nadel, die maschen wir gemeinsam ab und dann kommt eine Luftmasche und immer eins auslassen und jedes zweite Stäbchen oder halbe Stäbchen mache ich so eine Dreiernoppe und das mache ich, bis ich rundherum gekommen bin. Und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen und bei mir bleibt ein halbes Stäbchen übrig. Das passt. Sollten hier 2 übrig bleiben, macht das auch nichts. Falls ihr hier eine ungerade Zahl haben solltet, jedenfalls nur eine Luftmasche häkeln und in den Kopf der ersten Noppe mit einer Kettmasche schließen. Dann häkle ich eine Kettmasche in den Luftmaschenbogen hinein, häkle eine Luftmasche und häkle in jeden Bogen 2 feste Maschen. Also auf die Noppe nichts, sondern nur in die Bögen, in die Zwischenräume jeweils 2 feste Maschen. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Runde fertig. Auch in die letzte Lücke kommen noch 2 feste Maschen und dann schließe ich in die erste feste Masche in den Kopf mit einer Kettmasche und häkle eine weitere Reihe mit Noppen. Die erste, da ziehe ich immer den Faden etwas herauf, hole einen Umschlag, hole den Faden durch, einen Umschlag und noch einmal immer etwas heraufziehen, alle abmaschen und diese erste mit einer extra Masche beschließen und dann kommt die Luftmasche. Dann lassen wir eine feste Masche aus und häkeln wieder auf jede zweite eine Noppe, dazwischen immer eine Luftmasche, also genau gleich wie zuvor. Und das machen wir wieder die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen. Am Ende bleibt in dieser Runde auf jeden Fall eine Masche übrig. Das passt. Die überspringen wir noch mit einer Luftmasche und schließen wieder in den Kopf der ersten Noppe. Häkeln wieder eine Kettmasche in den Zwischenraum und jetzt häkle ich jeweils 2 halbe Stäbchen in die Lücken, immer 2 halbe Stäbchen,
nur in die Zwischenräume häkeln. Und das machen wir die ganze Runde so. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin wieder rundherum gekommen. Auch in die letzte Lücke kommen noch 2 halbe Stäbchen. Dann schließe ich zur Runde mit einer Kettmasche und um die 15 cm zu erreichen, fehlen mir jetzt noch eine Runde halbe Stäbchen. Wenn ihr mehr braucht, macht ihr noch eine weitere, also ich mache noch eine Runde und ab hier mache ich die Rundenübergänge wieder so, wie ich es euch vorhin gezeigt habe, also mit dem zusätzlichen halben Stäbchen. Aber wie gesagt, mir fehlt jetzt nur noch eine Runde und ihr schaut, ob ihr dann schon das gewünschte Maß erreicht habt oder ob ihr vielleicht noch eine weitere Runde braucht. Und nach dieser Runde beende ich dieses Hosenbein und wir sehen uns dann wieder und da zeige ich euch, wie man das zweite Hosenbein häkelt. Bis bald. Willkommen zurück. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das zweite Hosenbein da dran macht. Ich befinde mich auf der schönen Seite, also vorne, und ich nehme diese Masche, also hier ist schon eine Masche drin, die lasse ich sein, nehme die nächste Masche und hole den Faden durch. Und hier lasse ich den Faden etwas länger, den brauchen wir noch, um nachher hier die kleine Lücke, die entsteht, noch zu schließen. Also den Faden nicht mit einhäkeln, den können wir nachher noch brauchen. Und dann steche ich in dieselbe Masche noch einmal ein, wo der Faden schon drin ist, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche und dann wieder in dieselbe Masche ein halbes Stäbchen und häkle jetzt wieder halbe Stäbchen und es müsste die gleiche Anzahl sein wie auf der anderen Seite. Bei mir waren das 46 und wenn ihr rundherum gekommen seid, zeige ich euch wieder, wie es weitergeht. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin rundherum gekommen, habe genau nachgezählt. Es sollen gleich viel sein wie auf der anderen Seite. Und hier entsteht eine kleine Lücke. Das lässt sich nicht vermeiden. Dafür haben wir diesen Faden dran gelassen. Damit schließen wir dann mit ein paar Stichen diese Lücke. Und wenn ihr genau gleich viele Maschen habt wie beim anderen Hosenbein, dann schließt ihr in dieser ersten Runde wieder in die erste Masche, also in den ersten Maschenkopf. Und da, also wie ihr seht hier diese kleine Lücke, die entsteht. Und dann die nächsten Runden machen wir wieder so, wie wir es kennen. Inzwischen mit diesem zusätzlichen halben Stäbchen und mit Schließen in den zweiten Maschenkopf, das kennt ihr jetzt schon. Und genau gleich viele Reihen, also nicht nur messen, sondern nachzählen, dass ihr gleich viele Reihen habt wie beim anderen Hosenbein. Und wenn ihr das gemacht habt, dann heißt es nur noch diese kleine Lücke schließen im Schritt, die Fäden vernähen und unsere Babyhose ist fertig. Moment, noch nicht ganz fertig. Wir müssen dann noch ein Gummiband natürlich einziehen mit einer Sicherheitsnadel. Da schaut ihr, wie eng das
sein soll, am besten am Baby ausprobieren. Und dann ist unsere Babyhose fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt viel Freude und Spaß beim Nachhäkeln dieser Babyhosen. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.